der Aufdeckung aus der letzten Folge mit diesem Spion und den entwendeten Dokumenten ist ja dieses Quest aufgetaucht. Da ich aber vorher ja die Sünden von Vater Petrus machen wollte, werde ich jetzt da erstmal weitergehen, weil mich interessiert schon, was mit der Familie ist. Ob wir die Familie noch finden, also den Rest der Familie, den Stamm oder wie auch immer. Und deswegen werden wir nach Hikmet reisen und den Kapitän Lisandro befragen. Da glücklicherweise hier ein Reisestein ist, können wir das Ganze abkürzen, muss ich nicht nochmal quer durch alles durchlaufen und kommen direkt wieder in einem Lager raus und diesmal gehen wir direkt wieder weiter. Oder soll ich noch jemand anders mitnehmen? Mal kurz überlegen. Petrus brauche ich und Zeroa werde ich auch mitnehmen, weil das ja wahrscheinlich was mit Eingeborenen zu tun hat. Vermute ich. Thank the enlightened that a captain who took part in these expeditions is right here on the island. It is indeed a stroke of luck. I hope he remembers my mother. Do not worry. If his memory fails him, he may have kept his diary from that time. Was macht der denn da oben? Kommst du da mal runter? Okay, willst du nicht? Ich gehe einfach raus. Du wirst schon mitkommen. Oder? Ja, du kommst mit. Genau, er kommt mit. Jetzt gehen wir hier hinter zu Kapitän Lisandro. Also hier vorne links rum und dann nach hinten. Da es wieder Nacht ist, kann es durchaus passieren, dass wir immer wieder überfallen werden. So mitten in der Nacht in einer Stadt. Das wäre ja gar nichts Neues. Nichts Ungewohntes. Ich warte schon auf euch. Wo seid ihr? Greift mich einfach mal an. Oder auch nicht. Okay. Das ist jetzt doch eher eine Überraschung. Hier leuchtet was. Da gerade ein Schloss geknackt. Stahl-Streuschusswaffe. Die könnte ich jetzt sehr wahrscheinlich auch für Afra verwenden, da die ja mit solchen Waffen arbeitet. So, jetzt sind wir hier ein Eingang. Oder hier ist jemand, mit dem wir sprechen können. Ist er das schon? Der Kapitän Lisandro. Das ist er schon. Hello there. My name is Desardet. I'm the legate of the merchant congregation. I am Captain Lisandro. Pleased to meet you. I don't believe I've had the pleasure before. Yet your face seems familiar. How odd. Well, what can I do for you? So, was könnte man hier mal fragen? Den Hafen, die Insel vor der Ankunft der Kolonisten, Hikmet. Wie war denn die Insel vor der Ankunft der Kolonisten? Da weiß er bestimmt noch was. Did you know the island before all the colonists arrived? Yes. Now that's going back a bit. And it isn't a topic for somebody who isn't one of our own. So tell me what it was like when the Alliance first began to settle here. It was still wild, dangerous, and very beautiful. And all that has changed now. Okay, dann geht's direkt mal weiter. Entführung der Mutter, ne? Sprechen wir mal darüber. Dann wird ihm bestimmt auch einfallen, woher er mein Gesicht kennt. Admiral Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me. The Admiral? Coming from a legate, I should have expected that. So? You are the only one on this island that can help me. Really? Oh, I think I understand. That's why your face looked familiar. The congregation is good at keeping its secrets, isn't it? This story is not a new one. 25 years. 25 years since the Nauts brought a woman who was captured on this island to Serene. I remember, and yet it wasn't the first time. But on that occasion, a child was born. So you can understand why we'd like to learn where this captive came from. Yes, yes. I have seen more than a few Nauts looking for their parents. But what have you got to do with all this? I met that woman in Serene. I got to know her well. Listen, it's not that I don't want to help you, but my memory is no longer what it was. I wasn't the captain at the time. I wasn't the one who decided where we moored the ship. So I don't see how I can help you find out where this woman came from.
So, ich kann dir von der Beziehung nicht erzählen, weil Intuition habe ich jetzt nicht so weit aufgebaut. Aber vielleicht kann man mit Geld etwas machen. Do you need a little gold to jog your memory? You're quite the merchant, aren't you? But since you're asking so nicely, I do actually need a new sail. Dann zahlen wir mal. Here's your gold, Captain. Perfect. My old boat thanks you. Very well. I need to look in my old logbooks. I'm sure I'll find something. Wait for me here. I'll be an hour at the most. Here it is. I found my old logbook. There's a passage in it that would probably interest you. Your mother came from a village on the plains in the southeast of the island. I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast. I believe the natives call it Vignamri. Thank you for this information, Captain. It's nothing. I'm getting sentimental in my old age. Good luck to you. So here you are on the verge of discovering your mother's village, of finding your own people. How do you feel? I don't really know. I'm a little lost, I suppose. All of this is so new to me. I understand. Mrs. de Sade was loving. She raised you with tenderness. And today you learn she is not your real mother. I'm sorry. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es ein alter Segler sein soll, sieht er gar nicht so alt aus. Aber das ist eine andere Sache. Wir haben jetzt herausgefunden... Frage Ulan, den Häuptling von Vignamri. Ach, Ulan, ja, da waren wir schon mal. Dort müssen wir jetzt also wieder hin. Haben wir hier jetzt irgendwo in der Nähe einen Reisestein? Nee, also wäre jetzt wieder einfach nur mein Wohnsitz. Die beste Alternative. Eine richtig krasse Musik gerade im Hintergrund. War da jetzt hier rum? Ne, noch nicht. Noch ein Stück hier vor. Genau. Hier müssen wir noch durch. Und dann war das hier rum. Dann war das hier eine grüne Tür. Und schon sind wir wieder hier. Und jetzt reisen wir wieder dorthin, um dann Ulan zu befragen. Lager brauchen wir nicht. Diesmal nicht. So viel haben wir zwischendurch nicht aufgenommen. Da sollte ich noch genug Platz haben. Und schon sind wir wieder im Dorf und jetzt werden wir Ulan befragen. Mal sehen, was er noch so weiß zu der ganzen Geschichte. Hallo. To what do I owe the pleasure of your visit? Kommen wir direkt mal zum Punkt. I recently found out that my mother came from your village. Your mother was from Vignamri. Now I understand why your face seems so familiar to me. Indeed. She was captured before my birth and sent to the continent. She was called Arelwyn. Did you know her? Of course. Everyone here remembers her kidnapping. Could you tell me more about that? I was not the head of the clan back then. It was a very long time ago, but I remember the village Denegad. Kidnapped by the people of the sea. All our warriors set off to her rescue. But it was all in vain. Most of them died, including the one she loved. It was a dark day, in which our village lost its knowledge and strength in one blow. So my father died too. Do you know if any members of my family are still alive? Yes, Slan, your mother's sister. She then became our Donegad. She was never able to match her sister's talent. Too much knowledge had been lost. Relwyn was a renowned healer across all of Tirfradi. Taking her place was not an easy task. It's not surprising that she was of interest to the congregation. They probably hoped she could help them find a cure for the Malachor. But all alone, far from the island. She was just a young, frightened woman who had lost all her powers.
Do you know where I can find my aunt? You could try her house, but she's rarely there. She is an elderly woman now, and very much enjoys her own company. She doesn't speak much to me, but others here can probably tell you where to find her. Thank you, Ulan. Anything else? Nothing. I must go. Jetzt war es wahrscheinlich von Vorteil, dass wir mit diesen Eingeborenen auch ein positives Verhältnis aufgebaut haben. Sonst hätte er uns sehr wahrscheinlich nicht so viele Informationen zukommen lassen. Hier ist das gleiche Prinzip. Wir waren hier zwar schon, aber wenn man eine längere Zeit nicht da war, gibt es auch wieder Dinge zum Plündern und da haben wir auch wieder mal Heiltränke dabei. Sind das jetzt wirklich nur 2 gewesen? Es waren doch sonst immer 3. Okay. Dann ist es jetzt doch mal anders. Jetzt geht's darum, What do you think of the chief of your village? He seems quite friendly compared to the others we've run into. A bit too friendly, if you ask me. A little too concerned with pleasing the settlers. And you think that's a bad thing? He reminds me of myself when I was younger. And that's not a compliment. My fear is that he serves his own ambition. And this is often done at the expense of others. wahre Worte. Wo war ich stehen geblieben? Also, jetzt haben wir erfahren, dass meine Tante noch lebt. Denn Mutter und Vater sind beide gestorben. Und jetzt ist die Aufgabe, die Tante zu finden. Können wir erstmal versuchen. Das ist wahrscheinlich ihr Haus. Hier wird sie wahrscheinlich nicht sein. Mal sehen. There's no one here. Let's go and ask the inhabitants of the village if they know where to find her. The islanders protect their Donegada. I don't know if they'll speak to some Renaigse. Don't forget, you are one of them after all. Das stimmt. Also nochmal zur Wiederholung. Die Vermutung ist nahe, dass es natürlich nicht mit einem Renaigse, was ja die Siedler sind, sprechen wollen. Allerdings, man sieht mir ja an, dass ich einer von denen bin. Dann werden wir mal sehen, ob die mit mir sprechen wollen. Eigentlich habe ich ja mit dem Stamm auch schon ein gutes Verhältnis. Hello. Renaigse. Do you need help, Renaigse? Actually, yes. I'm looking for the village Donegad. Oh. And what do you want from her? Ulan told me that she could help me to find someone. Ulan must have wanted to play a dirty trick on you. There's no love lost between Ulan and the Donegad. She says that he loves the people from your island too much. But Ulan saved our village. Anyway, if you want to find her, try heading towards the western plains. I am not sure if she is there right now, but she likes going for walks there. I'm extremely grateful. Waren das schon alle, die ich befragen sollte jetzt? Wo wir schon was herausgefunden haben? Okay. Und wir haben gerade erfahren, sie geht gerne spazieren. Dann werden wir mal sehen, ob wir sie gerade beim Spaziergang erwischen können. So einfach in der Wildnis, aber die kennen sich ja eigentlich aus. Also die sollten keine Probleme haben, in der Wildnis zurechtzukommen bei den ganzen Tierchen. Jetzt gehen wir einfach mal den Weg nach. Wäre nämlich schon schön, jemanden aus der Familie auch lebend anzutreffen, um vielleicht noch mehr aus der Vergangenheit zu erfahren. So, irgendwo in diese Richtung. Jetzt hier diesen Weg weiter. Hier haben wir noch einen Busch, den wir noch mitnehmen. Das Weißdorn. Ja, lauf, kleiner Vogel, lauf. So, haben wir hier irgendwas? Ihr wollt... Ihr seid... Ach, ihr seid ganz normal solche Soldaten, ne? Solche Ganoven seid ihr. Schade. Die hatten mich schon entdeckt, damit ist der Schleichangriff schief gegangen. Hey. Was schießt du mich ab? Da schieße ich zurück. Oh,
Oh, die schießen ja alle. Hier, leg dich hin. Habt ihr das gesehen? Da schießt er einfach wie wild los. Ich schieß doch auch nicht mit meiner Waffe. Ich schieß mit Magie. Achso, jetzt gehen wir weiter. Wir wollen in die Richtung, ich hoffe. Surrounded by animals. It looks like she may be in danger. Let's go and help. It's got to be her. Bist du von Tieren umgeben, Schweinerei? Nein, du musst überleben, du musst überleben. How do you feel, madam? Well, thank you for stepping in. I don't understand what has happened. Usually these animals accept me. Something must have frightened them. We are glad we arrived at the right time. We would have been very upset if something had happened to you. Excuse me, but are you Slan, the Denegad of Vignamri? Yes, that's me. Were you looking for me? Yes, we were. If you would allow us, we'd like to accompany you and tell our story along the way. Very well. I will walk by your side. This is the story we have pieced together. I just can't believe it. Yet, if I think about it, your face reminds me of hers. My mother, or rather, the woman who raised me, gave me this necklace. A Relwyn gave it to me to give to her child, and I passed it on to Mrs. de Sade. It looks familiar. Your father had given it to your mother when they bound. It's good that you are wearing it today. My poor beloved Relwyn, who died far away from us all, and divorced Tirce. I still miss her so much. She wanted me to help her die. But I was unable to do such a thing. Someone would have figured it out. I would have been sent back to Ptolemy, and I would have lost everything. So I watched her suffer. And one day she died. Petrus, I cannot hold it against you for letting her live. No, you don't understand. I loved her. I loved her, and I didn't even have the strength to end her suffering. She's the only woman I've ever loved. I never would have guessed. Everyone loved Relwyn. She was marvelous. You cannot blame yourself, man of the light. What's more, you brought me her child. For that alone, she would forgive you if she were among us. All is well now. The child of Tia Fradi has returned home, and with him, the spirit of his mother. You are home, my Magum. Welcome. Petrus, I wanted to thank you. Thank me? Despite everything you know about me? You may have been a bit cowardly in the past, to the point of letting the woman you loved suffer. You were manipulative, and you lied to everyone, including yourself. But thanks to what you've told me, I've been able to find my family and my origins. And for that, I thank you. My child. What you're saying touches me more than you can imagine. At least I've done something good for once in my deceitful life. For you and for her. I hope the enlightened will remember this when I stand before him. Das ist alles sehr berührend. Und das möchte ich zugeben, die Wortwahl von de Sade gegenüber Petrus ist faszinierend. Es ist so viel passiert. Der Petrus hat so viel gemacht. Er hat auch alles Mögliche aufgezählt, war manipulativ und hat die Frau, die er liebt, konnte er nicht von den Leiden befreien.
Und dennoch hat er ihm gedankt. Dafür, dass es jetzt doch alles, dass er quasi seine Vergangenheit kennengelernt hat. Und da muss ich sagen, das ist wahre Stärke. Trotz der ganzen Geschehnisse noch über dem zu stehen und das Positive daraus zu ziehen. Wenn ich könnte, würde ich jetzt diesen Hut ziehen. Wenn ich könnte, würde ich diesen Hut ziehen. Ich vermute, Quest ist damit auch abgeschlossen. Genau, Quest ist abgeschlossen. Und mit diesem ziehenden Hut verabschiede ich mich auch. Das Ganze muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Es hat mich auch doch schon etwas mitgenommen, die ganze Geschichte jetzt. Ich denke mal, ihr merkt es auch ein bisschen an der Stimme. Bin jetzt gerade nicht so aggressiv, falls meine Stimme aggressiv rüberkommt. Ja, was wir dann das nächste Mal machen, denke ich mal, sehen wir dann einfach. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Und denkt immer daran, mögen die Hörner stets nach oben ragen.